Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Es geht weiter mit den Fragen im Katalog. Als nächstes stellt jemand fest, dass in der Tradition von Antaiji kommt nach dem Sawaki der Uchiyama. Dann kommt ein Abt mit dem Namen Watanabe. Dann kommt der Miyaura, das ist mein Meister. Dann komme ich. Und die gegenwärtige Äbtissin, die heißt Nakamura Eko. Ne? Und er schreibt, von und über Sawaki und Uchiyama gibt es so einiges an Literatur. Von dir auch mittlerweile. Von Watanabe und Miyaura eher weniger, so wie es scheint. Das liegt daran, dass sie keine Bücher geschrieben haben. Ne? Allerdings, sowohl in meinem ersten Buch, das bei Rowohlt rausgekommen ist, als auch in diesem Buch, das beim Berlin Verlag letztes Jahr im Frühjahr rausgekommen ist, schreibe ich eine ganze Menge über meinen Meister und über den Meister meines Meisters, den ich allerdings in diesen Büchern Oyabu nenne, weil zwar alles, was ich da sage, den Tatsachen entspricht. Ne? Also ich verbreite keine Falschheiten, aber ich weiß nicht, wie es der Watanabe gesehen hat, aus seiner Perspektive. Ne? Und als das erste Buch hier rauskam, da lebte er noch. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass er da einiges einzuwenden gehabt hätte. Ne? Und insofern wollte ich ihn nicht namentlich nennen. Ne? Aber wenn du dich dafür interessierst, ne, wie, ja, oder hier steht, kannst du mal ein wenig über deinen Lehrer Miyaura erzählen? Ne? Also da findest du eine Menge. Da erzähle ich eine ganze Menge über den Miyaura, nicht nur über die positiven Seiten, sondern auch über die Seiten, mit denen ich eher Schwierigkeiten hatte. Was für ein Typ war das, was für ein Mensch oder Lehrer im Vergleich zu beispielsweise Sawaki oder Uchiyama. Ne? Also lies es dir durch, würde ich sagen. Da gab es aber noch was ich kurz sagen wollte. Jetzt habe ich mal wieder ein Blackout. Ich gehe mal weiter zur nächsten Frage. Ne? Vielleicht fällt es mir noch ein, was ich eben sagen wollte. Hattest du schon mal psychische Probleme, Depression, Ängste etc.? Falls ja, wie haben sich diese auf den Sazen ausgewirkt? Darüber habe ich ebenfalls in diesen beiden Büchern ausführlich geschrieben, über eine Phase, das war nach 2 Jahren in Antaiji. Ich kam nicht weiter vom Fleck. Ich machte mir Gedanken darüber, ob ich nicht vielleicht besser zurückgehen sollte nach Deutschland. Vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung, ins Kloster gegangen zu sein. Andererseits, ich glaubte auch in Deutschland keine Perspektive zu haben. Also nichts hielt mich in Antaiji, aber es war auch nichts, das mich zurückgezogen hätte nach Deutschland. Die Tage waren nur noch grau, ein grauer Tag folgte dem anderen. Die Zeit war wie Blei. Dieser vermeintliche Traum, der sich verwirklicht hatte, endlich Zen-Mönch im Kloster in Japan. Ich fühlte mich wie im Gefängnis, wie ich mich auch manchmal in meiner Jugend schon in Deutschland gefühlt hatte. Ne? Und nur mit Mühe konnte ich mich immer wieder aufs Kissen bringen, beziehungsweise gut, im Kloster hat man keine andere Wahl, als morgens um 4 aufzustehen und mit den anderen sich hinzusetzen. Ne? Aber kochen, arbeiten, also ich schleppte mich da so durch die Tage. Ne? Und also zunächst mal Haftungsausschlusserklärung, die ja von mir mal gefordert wurde. Ne? Ich erkläre hier ganz offiziell, ich bin kein Arzt, ich bin kein Profi, ich bin kein Psychologe für solche Fragen. Also ich kann nicht beurteilen,
ob das jetzt wirklich eine Depression ist. Da sollte man sehr vorsichtig sein, besonders wenn es um die Beurteilung des eigenen Geisteszustandes geht. Ne? Nicht alles, was sich wie eine Psychose anfühlt, muss eine Psychose sein, und umgekehrt kann es auch so sein, dass was sich wie eine Erleuchtung anfühlt, eine Psychose sein kann. Ne? Da ist es immer ganz gut, auch mal einen anderen zu fragen, und ich habe damals nie einen anderen gefragt. Ne? Es könnte auch das gewesen sein, worüber ich vor einiger Zeit gesprochen habe, nämlich Acadia. Ne? Und wenn man im Internet guckt nach Acadia und Depression, manche sagen, der Unterschied zwischen Acadia und Depression ist, Depression muss klinisch behandelt werden. Da hilft kein Beten und da hilft kein Meditieren. Während bei Acadia umgekehrt, da helfen keine Pillen, bei Acadia, da hilft nur deine eigene religiöse Praxis. Ne? Es kann sein, dass das an dem Punkt auch Acadia war. Ich weiß nicht. Ne? Es hat sich dann in dem Jahr danach in Kyoto, in Tofuguchi, ja, aufgelöst, beziehungsweise ja, da war ich raus aus dieser depressiven Phase. Ne? Und wenn du psychische Probleme hast, dann würde ich sagen, ja, wenn sie ernsthaft sind, ne, wenn es für dich ein ernsthaftes Problem ist, dann geh zum Arzt vielleicht oder zum Psychologen. Wenn du dagegen interessiert bist, ja, wie war es denn beim Muho? Ne? Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme mit Depression und Angst, aber es würde mich einfach mal interessieren, wie es für den Muho war und wie das dann sein Sazen und seine Praxis beeinflusst hat. Wiederum dasselbe Buch, Werbung, aber hier steht es drin. Ne? Hier steht es drin, und wie ich ja auch schon gestern gesagt habe, ne, so ein Buch zu schreiben, da steckt viel von deinem Leben drin, Zeit, Energie. Insofern, ich würde mich freuen, wenn Leute das wirklich interessiert, ne? Wenn mal Leute wirklich mein Leben interessiert, wenn die sich dann sagen, okay, das ist mir in dem Fall sind es glaube ich 18 Euro. Es ist mir entweder 18 Euro für ein gedrucktes Buch wert, oder ich mache den Weg in die Bibliothek. Ne? Ich leihe es mir in der Bibliothek aus. Ne? Auch möglich. Und einige von meinen Zuschauern, die kennen die Geschichte ohnehin schon. Ne? Die wollen das nicht nochmal hören. Ne? Weiter mit der nächsten Frage. Heute geht es überraschend schnell voran. Lieber Muho, erst vor ein paar Tagen habe ich deine Zen-Häppchen entdeckt. Deshalb weiß ich nicht, ob du schon einmal über Hindernisse und Widerstände gegen Sazen gesprochen hast. Naja, Depression ist auch so eine Form von Widerstand oder Hindernis. Ne? Kannst du in deinem neuen Zuhause täglich meditieren? Die Antwort ist ja. Also da hindert mich nichts. Aber das bedeutet nicht, dass ich täglich meditiere. Ne? Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da spürte ich diesen Drang, täglich sitzen zu müssen. Selbst wenn die Mönche in Antaji Ferien hatten und wir gingen alle runter nach Osaka, um betteln zu gehen. Die anderen Mönche, die kauften sich abends ein Bier und setzten sich vor den Fernseher, und ich setzte mich dann noch allein ins Zimmerchen, um zu meditieren. Ne? Und die lachten sich ein. Dieser verrückte Deutsche. Ne? Und heute muss ich selber ein bisschen lachen über mich damals. Ne? Also aus irgendeinem Grund damals fehlte einfach was, wenn ich an dem Tag nicht gesessen habe, und heute fehlt mir nichts, auch wenn ich eine halbe Woche überhaupt nicht sitze. Ne? Wie ist es für dich, dass du nicht mehr so viel Sazen praktizierst wie in Antaji? Also ich spüre den Unterschied gar nicht so sehr. Ne? In Antaji saß ich 1800 Stunden im Jahr, und ich habe mir nicht ausgerechnet, wie viel ich jetzt sitze, aber es ist nur ein Bruchteil davon. Und ich spüre den Unterschied nicht so sehr. Die eigentlich wichtige Frage kommt, glaube ich, am Schluss. Was empfiehlst du als geschickten Umgang mit inneren Widerständen? Also die Person, die die Frage stellt, hat da offenbar Probleme mit inneren Widerständen. Was macht man in so einem Fall? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Der erste Weg ist einfach durchsitzen. Ne? Egal welchen Weg du wählst, auf dem Weg zur Bergspitze wirst du irgendwann mal auf Schwierigkeiten stoßen. Und wenn du dann immer eine Pause machst
oder dich nochmal auf den Weg zurück nach unten begibst, um dann nach einem einfacheren Weg zu suchen, dann wirst du nie an die Bergspitze kommen. Schwierig wird es immer irgendwann. Und dann ist der Punkt, wenn wirklich die Praxis beginnt. Da musst du weitergehen. Du musst durchsitzen. Der zweite Weg ist genau der umgekehrte. Vielleicht ist es ja ein Zeichen, dass du mal Pause machen musst. Ne? Tu dir keine Gewalt an. Tu dir keine Gewalt an, mach eine Pause. Und das widerspricht natürlich dem, was ich eben gerade gesagt habe. Ne? Ich weiß nicht, welches jetzt die richtige Antwort ist in deinem Leben. Aber wenn du eine Pause machst, du hörst auf diesen inneren Widerstand, du kämpfst nicht dagegen, dann beobachte genau, welchen Unterschied es für dich macht, wenn du mal 3 Tage nicht sitzt oder vielleicht sogar 3 Wochen. Wie fühlst du dich? Wie verändert dich das? Und ist das eine positive Veränderung oder ist es eine negative Veränderung? Und wenn du das Gefühl hast, dass es schlecht ist, wenn du diesem Widerstand nachgibst, dann ist es vielleicht doch Zeit, weiterzugehen. Aber vielleicht ist diese innere Stimme, die du einen Widerstand nennst, vielleicht hat sie ja auch recht, ne? Vielleicht machst du ja auch zu viel, vielleicht ist es ja auch Zeit, Pause zu machen. Ne? Die Antwort kann ich leider für dich hier nicht geben, das musst du selber für dich rausfinden. Ne? Okay, danke schön für eure Fragen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.